Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder was richtig Cooles für euch und zwar den neuen Airwolf von Flightzone. Ein richtig cooler, besonderer, kleiner RTF-Airwolf mit Höhensensor, LiDAR-Sensor und sogar GPS. Hier in einer richtig coolen Optik, nämlich so gut es geht am Original. Was ich damit meine, zeige ich euch gleich natürlich noch. Geliefert wird der Airwolf von Flightzone nicht in einem Karton, sondern wie hier in einem schicken Alukoffer. Der ist jetzt noch nicht beschriftet, weil es sich hierbei um eine Vorversion handelt. In diesem Video zeige ich euch wieder erstmal das Unboxing, dann werfen wir einen genaueren Blick auf das neue Modell. Natürlich zeige ich euch auch die Fernsteuerung und die Funktionen und danach gehen wir dann nochmal rausfliegen, bevor es dann am Ende noch ein kleines Fazit gibt. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß und bis gleich. Dann machen wir den schicken Alukoffer mal auf und haben natürlich hier als erstes wieder eine Bedienungsanleitung. Flightzone typisch natürlich hier auf Deutsch. Dann haben wir als nächstes eine Tüte. Doch drin befinden sich ein Satz Ersatz Hauptrotorblätter, ein Ersatz Heckrotorblatt, etwas Werkzeug und das USB-A auf USB-C Ladekabel. Dann haben wir noch eine weitere kleine Tüte. Hier drin befindet sich noch ein kleiner Airwolf Aufklebersatz. Dann haben wir als nächstes noch die beiden Seitenfinnen. Die müssen wir nachher vor dem Fliegen noch an den Rumpf anstecken. Dann haben wir noch dabei ein LiPo-Akku und zwar ein 2S 1200 mAh. Hier im Hardcase, wieder mit Zeitlock-Anschluss, einer USB-C-Buchse und einem Ein-Ausschalter, der auch gleichzeitig als Statusanzeige dient. Und hier haben wir noch einen kleinen 5-Volt-Anschluss, um eventuell noch eine Lampe anzuschließen. Dann haben wir natürlich noch die 2,4 GHz Fernsteuerung dabei. Hier sind auch wieder alle 4 Sticks federbelastet, da wir ja GPS haben. Und last but not least natürlich den schicken kleinen Airwolf und den gucken wir uns jetzt gemeinsam mal etwas genauer an. Ja, wir haben hier mal wieder ein richtig cooles Modell stehen mit vielen Details. Auch hier habe ich schon mal die Heckfinnen montiert, die werden auch hier einfach nur eingesteckt. Das reicht auch, die sitzen fest genug, so kann man sie dann auch zum Transport wieder demontieren. Da es sich hierbei um eine Vorversion handelt, kann es sein, dass das endgültige Modell etwas anders aussieht. Das stand zum Zeitpunkt des Videos noch nicht fest. Was wir hier an dem Airwolf haben, ist eine richtig coole Lackierung, denn die ist diesmal nicht nur rein schwarz-weiß, sondern in einem möglichst originalgetreuen dunkelgrau und etwas dunklerem Weiß gehalten. Ich weiß nicht, ob das hier in dem Video so rüberkommt, aber es sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Auch an diesem Modell sind wieder sehr viele Nieten angebracht und auch viele Blechstöße abgeformt und noch viele andere kleine Details. Auch die Türkonturen sind hier wieder zu sehen. Was ich richtig cool finde, dass wir hier diesmal an dem Airwolf auch die MGs links und rechts angebracht haben und auch unter dem Rumpf die Raketenwerfer. Das ist auch wirklich alles richtig cool gemacht. Des Weiteren haben wir hier vorne noch 2 kleine Staurohre sitzen und auch der Aufbau hier vorne ist wie beim Original. Auch der Dombereich des Airwolf gefällt mir richtig gut und kommt dem Original sehr nahe. Auch die silbernen Auspuffrohre passen sehr gut dazu. Was auch sehr schön gelöst ist, sind hier unten die beiden Ausgänge der Schubturbinen, die auch hier schön mit Zacken versehen sind. Und die haben noch ein extra Gimmick, was ich gleich noch zeige. Auch der Heckausleger hat hier wieder viele Nieten, genauso wie das Seitenleitwerk. Unter dem Heckausleger haben wir ebenfalls noch eine kleine Antenne. Das Fahrwerk ist hier auch richtig schön gemacht, ist aber natürlich hier jetzt nicht einziehbar, sondern starr. Aber natürlich lassen die Räder sich drehen. Die Beleuchtung an diesem Airwolf ist auch richtig cool gemacht. Wir haben hier nämlich wieder 2 Positionsleuchten, und zwar in Flugrichtung rechts eine grüne und in Flugrichtung links eine rote LED. Dann haben wir noch unter dem Heckausleger eine rote LED. Und was ich mal richtig cool finde, dass wir in den Schubrohren ebenfalls noch 2 helle orange LEDs verbaut haben. Das sieht echt richtig cool aus. Hier oben haben wir noch eine Status-LED. Was die anzeigt, das zeige ich euch gleich noch in den Funktionen. Die Scheiben sind hier auch erfreulicherweise in klar ausgeführt. Auch wenn man hier wieder auf die Mechanik bzw. Elektronik gucken kann, finde ich die klaren Scheiben hier auf jeden Fall sehr gut. Angetrieben wird der Airwolf hier direkt und zwar von einem 2511 1200 kV Brushless Motor und auch der Heckrotor wird natürlich direkt angetrieben und das ebenfalls mit einem Brushless Motor. Das ist hier ein 1204er 5300 kV Motor. Der Heckrotor sitzt hier auch wieder erfreulicherweise auf der richtigen Seite in Flugrichtung links. Der komplette Rotorkopf und die Hauptrotorwelle sind hier aus Metall gefertigt, die Taumelscheibe und die Anlenkgestänge aus Kunststoff. Außerdem haben wir hier auch wieder eine DFC-Anlenkung, wie man sehen kann. Die Taumelscheibe wird hier natürlich über 3 Mikroservos angesteuert, die im 120 Grad Winkel angeordnet sind. Die Hauptrotorblätter sind hier in schwarz gehalten und haben am Ende diese weißen Blattspitzen und der Heckrotor ist komplett schwarz. Die Lackierung ist hier auch sehr cool. Wir haben hier ein mattes Dunkelgrau und ein mattes Dunkelweiß, was dem Original schon sehr nahe kommt, kann aber wie gesagt in der finalen Version eventuell noch etwas anders sein. Das ist auch alles hier sehr sauber gemacht. Auch die paar kleinen Aufkleber sind hier alle sehr schön angebracht. Wie man ebenfalls sehen kann, ist der Airwolf im Stand auch leicht nach vorne geneigt, was auch richtig cool aussieht. Auf der Unterseite haben wir dann hier hinten den optischen Höhensensor sitzen und was wir bei dem Airwolf ebenfalls noch haben, ist ein LiDAR-Sensor. Da bin ich mal gespannt, wie der sich im Flug auswirkt. Natürlich haben wir hier noch das GPS-Modul verbaut. Das sitzt wie die ganze Elektronik wieder hier vorne hinter dem Cockpit. Wenn man mal daran muss, muss man 4 kleine Schrauben lösen und kann dann die Haube vorne abnehmen. Das geht aber relativ schwer, deswegen habe ich das jetzt mal nicht gemacht.
Hier unten vorne kommt dann auch wieder der Hardcase-Akku rein. Der muss wie immer einfach nur reingeschoben werden, bis die beiden Clips einrasten. Dann können wir über einen langen Druck auf den Knopf, bis alle LEDs einmal aufleuchten, den Heli anschalten. Zum Rausnehmen des Akkus müssen wir die beiden Clips einfach wieder zusammendrücken und dann können wir den Akku herausziehen. Der Rotorkreis des Airwolf beträgt ca. 375 mm, die Rumpflänge ca. 420 mm. Wir haben ein Gewicht von ca. 340 Gramm und erreichen dabei eine Flugzeit von ungefähr 10 bis 12 Minuten. Ich finde, wir haben hier wieder ein richtig schickes Modell, was dem Original auch ziemlich nahe kommt, wie ich finde. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar schöne Drehtelleraufnahmen an und dann zeige ich euch die Fernsteuerung und die Funktionen. Ja, wir haben hier eine 2,4 GHz 8-Kanal-Fernsteuerung aus Kunststoff, diesmal mit einer Dualantenne, die man auch immer vor dem Fliegen ausklappen sollte. Die Fernsteuerung hat eine gute Größe und liegt auch gut in der Hand. Die Knüppelaggregate bestehen hier ebenfalls aus Kunststoff und die Knüppel selber aus Aluminium. Beide Knüppel sind wegen der GPS-Funktion hier auch wieder in allen Achsen federbelastet. Hier oben mittig sitzt der Powerknopf. Wenn wir den ca. 2 Sekunden gedrückt halten, geht die Fernsteuerung an. Unten haben wir ein großes LCD-Display. Hier werden alle wichtigen Infos angezeigt. Unter anderem auch ein paar Telemetriedaten wie Flughöhe, Fluggeschwindigkeit und Flugrichtung. Und natürlich auch die Flugmodi und die GPS-Satelliten. Und auch die Akkuanzeige für Fernsteuerung und Heli bekommen wir hier angezeigt. Neben dem Display auf der rechten Seite haben wir noch einen Knopf für die automatische Landung. Wenn wir den drücken, geht der Heli automatisch nach unten, bis er aufgesetzt hat und schaltet dann auch von alleine den Motor ab. Beim automatischen Landen geht der Heli auch da runter, wo er gerade in der Luft steht, also unabhängig von der gespeicherten GPS-Koordinate. Dann haben wir rechts unten noch einen Knopf, das ist dann für die FPV-Fliegerei, da können wir dann Fotos und Videoaufnahmen mit starten. Links neben dem Display haben wir unten noch einen Knopf zum Umstellen der Dual Rate bzw. der Taumelscheibenausschläge. Da gibt es dann einmal Low für geringere Ausschläge und High für etwas höhere Ausschläge. Und darüber haben wir noch einen Knopf, um den Steuermod umzustellen. Hier haben wir dann die Wahl zwischen Mode 1 und Mode 2. In der Mitte unter dem Powerknopf gibt es auch noch eine Aufhängeöse für einen Nackengurt. Die Trimknöpfe haben hier diesmal keine Funktion. Dann haben wir oben noch 4 Schalter und zwar ganz rechts einen 3-Stufen-Schalter. Hier haben wir in der oberen Stellung den Optical Flow Mode, das heißt, hier fliegt der Heli mit Unterstützung des optischen Höhensensors und hält dadurch automatisch die Höhe, ist aber nicht GPS unterstützt. In diesem Mode leuchtet dann auch die Status-LED hier oben am Heli rot. In der Mittelstellung haben wir dann den GPS-Mode. Hier fliegt der Heli dann komplett mit GPS-Unterstützung. Das heißt, er hält natürlich dadurch auch wieder die Höhe automatisch und bleibt auch in der Luft stehen, wenn man alle Sticks loslässt. Also der perfekte Mode eigentlich für die Einsteiger. Im GPS-Modus leuchtet dann die Status-LED am Heli grün. Und in der hinteren Stellung leiten wir dann die Return-to-Home-Funktion ein. Hier kommt der Heli dann automatisch wieder an den Startplatz geflogen, geht automatisch runter und stellt auch nach dem Aufsetzen den Motor von alleine ab. Natürlich wird die Return-to-Home-Funktion auch automatisch eingeleitet, wenn der Akku im Heli zur Neige geht. Links daneben haben wir dann noch einen 2-Stufen-Schalter, das ist der Motorausschalter. Wenn der Schalter in der hinteren Stellung steht, ist der Motor gesperrt und kann nicht angeschaltet werden. Das würde ich aus Sicherheitsgründen auch immer empfehlen. Und wenn wir fliegen möchten, muss der Schalter in die obere Stellung, damit der Motor dann entsperrt ist und angeschaltet werden kann. Auf der linken Seite haben wir dann noch einen 2-stufigen Flugmode-Schalter. In der vorderen Autostellung wird dann entweder der Optical Flow Mode oder der GPS-Mode verwendet, je nachdem was eingestellt ist. Und in der hinteren Stellung im Manual Mode können wir dann den Heli ganz ohne Höhensensor und GPS fliegen. Hier driftet der Heli dann auch weiter, wenn wir die Sticks loslassen, ist aber natürlich über den Gyro noch weiter stabilisiert. Ganz links haben wir dann als letztes noch einen VIP-Schalter, mit dem wir im aktivierten Auto- und GPS-Modus 2 autonome Flugfiguren fliegen können. Und zwar, wenn wir den VIP-Schalter einmal nach vorne drücken, geht der Heli automatisch in eine Startposition und fliegt von dort aus autonom GPS gesteuert achten und hält dabei natürlich auch die Flughöhe. Und wenn wir den VIP-Schalter einmal kurz nach hinten drücken, geht der Heli auch wieder in eine Startposition und beginnt dann mit einem automatischen Kreisflug. Auch hier wird natürlich die Höhe über GPS gehalten.
Beide Funktionen können durch Betätigen einer Stickbewegung jederzeit abgebrochen werden. Und zu guter Letzt haben wir auf der Rückseite noch das Batteriefach. Hier passen 4 AA-Batterien rein. Einen Griff haben wir an der Fernsteuerung leider nicht. Vor dem allerersten Flug sollte man auch unbedingt den Kompass einmal kalibrieren, da es sonst sein könnte, dass das GPS nicht vernünftig arbeiten kann. Dazu müssen wir natürlich die Fernsteuerung einschalten und in den GPS-Modus stellen. Dann machen wir natürlich auch den Heli an und stellen ihn wieder auf eine ebene Fläche. Die Status-LED blinkt gelb. Wenn die Status-LED grün blinkt, ist er fertig initialisiert und wir können jetzt bei Steuermodus 2 den linken Stick nach unten außen und den rechten Stick nach oben außen bewegen. So kommen wir in den Kalibrierungsmodus für den Kompass. Jetzt blinkt die Status-LED schnell gelb und wir müssen den Heli horizontal um die Rotorachse drehen, bis die LED schnell grün blinkt. Jetzt müssen wir den Heli senkrecht halten und ebenfalls um die eigene Achse drehen, bis die LED wieder langsam grün blinkt, wenn noch GPS-Satelliten gesucht werden oder dauerhaft grün blinkt, falls schon vorher Satelliten gefunden wurden. Zum Kalibrieren des Gyros den Heli ebenfalls wieder auf eine gerade Fläche stellen, bei Mode 2 den linken Stick nach oben links und den rechten Stick nach unten rechts legen, dann blinkt die Status-LED kurz mehrmals, danach leuchtet die LED wieder entsprechend dem eingestellten Flugmodus. Wenn wir dann fliegen möchten, müssen wir natürlich erst die Fernsteuerung einschalten, am besten auch auf den GPS-Modus stellen, dann mit einem längeren Tastendruck auf dem Akku den Heli anschalten, ihn dann ruhig und gerade auf den Boden stellen, bis er fertig initialisiert ist. Während dem Initialisieren blinkt die Status-LED am Heli gelb. Dann wird damit begonnen, nach GPS-Satelliten zu suchen. Das wird angezeigt durch eine grün blinkende Status-LED. Wenn dann ausreichend Satelliten gefunden wurden, piept der Sender kurz und die Status-LED am Heli leuchtet dauerhaft grün. Die Anzahl der gefundenen Satelliten wird auch im Display der Fernsteuerung angezeigt. Dann wurde auch die Startposition gespeichert. Das ist natürlich wichtig für die Return-to-Home-Funktion. Dann können wir auch den Motorstoppschalter nach vorne legen, um den Motor zu entsperren. Dann müssen wir wie bei einer Drohne einmal beide Sticks nach unten außen ziehen. Dann fängt der Rotor langsam an zu drehen. Mit einem kurzen Push nach oben am Pitchknüppel erhöht der Heli nochmal die Drehzahl und mit einem weiteren Push hebt der Heli dann langsam ab und wir können fliegen. Den Rückenflug können wir einleiten, indem wir im GPS-Modus fliegen und eine Höhe von mindestens 8 Meter haben. Dann können wir durch Drücken der Mode-Taste die Rückenflugfunktion aktivieren und dann zum Beispiel mit dem Rollknüppel nach rechts den Heli automatisch auf den Rücken legen. Er wird dann direkt wieder stabilisiert, denn er bleibt ja weiterhin im GPS-Modus. Und was alle Anfänger freuen wird, es bleiben alle Steuerfunktionen so wie in der Normalfluglage, also muss man nicht umdenken beim Rückenfliegen. Mit der gleichen Prozedur können wir den Heli dann oberhalb der Mindestflughöhe auch wieder in die Normalfluglage zurückbringen.
Am Ende natürlich auch hier ein kleines Fazit. Also der Airwolf sieht optisch mal richtig mega aus, vor allem auch, weil wir jetzt hier mal die ganzen Kanonen und MGs montiert haben und auch die restlichen Details sind einfach echt klasse geworden. Ein richtig schickes Modell. Auch, dass wir hier nicht dieses komische Gebiss vorne haben, finde ich richtig cool. Das passt ja mal so gar nicht zum Airwolf. Im Flugverhalten ist der Airwolf auch super gutmütig. Selbst im GPS-Modus hatte ich nicht das Gefühl, dass er sich wie ein typischer GPS-Heli verhält. Er hatte also kein extremes Abbremsen, wie man das so kennt. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass er mir im GPS-Modus fast noch besser gefallen hat wie im manuellen Modus. Da hatte ich nämlich das Gefühl, dass die Ausschläge trotz High weniger waren als im GPS-Modus. Aber in allen 3 Modis ließ sich der Airwolf wirklich schön fliegen. Auch im ATI-Modus gab es keine Probleme. Also für Anfänger ist der Airwolf somit wirklich gut zu empfehlen. Die Schwebeposition im GPS-Modus wird natürlich auch sehr gut gehalten und der Airwolf steht wie angenagelt in der Luft. Was auch einwandfrei funktioniert hat, ist das Figurenfliegen und die Coming-Home-Funktion. Aber das ist bei GPS-Helis ja mittlerweile auch Standard. Auch der automatische Rückenflug hat hier gut funktioniert. Hier bleibt diesmal auch die Steuerung identisch wie in Normalfluglage. Das heißt, man muss nicht umdenken. Was für den Anfänger natürlich sehr einfach ist, zum Üben von Rückenfliegen aber natürlich nicht so gut. Etwas schade fand ich, dass der Heli beim Umdrehen eher eine große Fassrolle macht und somit sehr viel Platz beansprucht. Das sieht ja nicht ganz so schön aus, aber mal ehrlich, wer will mit dem Airwolf überhaupt Rücken fliegen? Was ich ebenfalls echt schade finde, dass die Hersteller viele ähnliche Modelle produzieren, aber dafür leider auch viele ähnliche Akkus. Denn der Airwolf-Akku passt zum Beispiel nicht zum Bell UH1-Akku, obwohl die fast identisch sind. Zumindest könnte man sie identisch machen. Da sollte man vielleicht als Hersteller auch mal drüber nachdenken, dass man da vielleicht mal die Akkus auch den Modellen anpasst, dass sie zu verschiedenen Modellen auch kompatibel sind. Ich würde sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Der Link zum Airwolf steht natürlich auch wieder unten in der Videobeschreibung. Da gibt es auch einen kleinen Rabattcode. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Airwolf in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da und das Abo mit Glocke nicht vergessen. Dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Chrissy. Ciao.